allerseits? Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for another Sabbath, danke für einen weiteren Sabbat and thank you that we can be here und danke, dass wir hier sein können and that you have given us this understanding of your word thus far. und dass du soweit uns ein Verständnis von deinem Wort gegeben hast. And we ask you to please unfold it even further. Und wir bitten jetzt, dass du das umso weiter uns entfaltest. Please help us now to put away all worldly cares and sorrows and thoughts. So bitte hilft uns, alle weltliche Sorgen und Gedanken und Kümmer beiseite zu legen And to focus now upon your word. und dass wir jetzt gänzlich auf dein Wort fokussieren. Please forgive us the sins of the past week. Bitte vergib uns die Sünden diese vergangene Woche. And please refresh us now with your bread. Und bitte erfrische uns, erquicke uns mit deinem Brot. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so I wanted to add some thoughts to what Brother Mark shared this morning. Also ich möchte einige Gedanken hinzuzufügen zu das, was Bruder Mark heute Morgen And this uns morning mitgeteilt hat. we looked at basically what will come upon the cities, right? Und heute Morgen haben wir im Grunde angeschaut, das, was über die Städte kommen I wird. mean, we don't have now the small fractal on the board, unfortunately. Also jetzt gerade zur Zeit haben wir diese kleine Fraktal nicht auf den Tafel aufgezeichnet, leider. If we would look into this number 10 here, Aber wenn wir in diese 10 hier hineinschauen würden, then we understand, then we have this little 10 here and then this other little 10 at the end, right? dann verstehen wir, dass wir diesen kleinen 10 hier haben und dann wieder am Ende diese andere kleine 10. Okay, so basically let's just go to our Bibles. Let's go to Revelation chapter 16. So, lasst uns in unseren Bibeln Offenbarung Kapitel 16 aufschlagen. And let's read verse 17. Und Vers 17 wollen wir lesen. It says, "And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, 'It is done.'" So, where would this place us? Where would this place us in principle in this little fractal if we would look at our time? So, wo wäre das uns in unsere kleine Fraktal markieren, wenn wir diese Fraktal als unsere Zeit betrachten? In pertaining to our group. So, Okay. auf unsere Gruppe hier bezogen. The end of the first lot 10. Yes. Also Okay. am Ende diesen ersten kleinen 10. So, but it's in a sense it's the seventh plague, right? Also im Grunde, das ist der 7. Plage. So it marks actually here this beginning point of this little 10, right? Also das markiert dieser Anfangspunkt von diesen ersten kleinen 10 hier drin. Yes. Okay, this is when basically he says it is done. Das markiert der Punkt, wo Jesus sagt, Maybe es I just- ist getan. Quickly draw it out because otherwise it's just Vielleicht zeichne ich jetzt diese Linie einfach aus. otherwise it's just too. Bless you. Gesundheit. Okay, so it's referring to this the 10 here.
Das ist in Bezug auf diese erste kleine 10 hier. It's the seventh Das plague. ist der And it 7. says, Plage. it is done. Und Christus sagt, es ist getan oder es ist vollbracht. Okay, and let's continue. So, lasst uns weiterlesen. Let's read down to verse 19. So, wir lesen bis Vers 19, also Vers 18 und 19. It says, and there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. So what comes here when he says it is done? So, was kommt hier auf zu dem Punkt, wo er sagt, es ist getan? Great earthquake, right? Ein großes Erdbeben. So that's earthquake. So, ein Erdbeben. Okay, and then also verse 19. Und dann jetzt Vers 19. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. So what comes upon the cities? So, was kommt über die Städte? Yes, it's wrath, Sein right? Zorn. So in the cities of the nations will fall, Und right? die Städte der Nationen werden fallen. Okay. Cities fall. Okay. And it's his wrath that comes upon. Und das ist sein Zorn, der über sie kommt. Okay. Now let's continue to down to verse 21. Und jetzt bis Vers 21. And every island fled away, and the mountains were not found, and there fell upon man a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and man blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. So what comes also down? So, was kommt hier auch herab? Hail. Hagel. Okay. So, and we looked at this today in Revelation 8 when we turn there again. Und dies haben wir heute Morgen angeschaut in Offenbarung 8. Und wenn wir jetzt da hingehen würden, Offenbarung 8, Let's begin in verse 2. und fangen wir in Vers 2 an. It says, And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. So where would we mark this here in verse 5 when he now throws down the censer with the coals? So, wo würden wir das hier markieren? Vers 5, wenn er diesen Weihrauchsgefäß mit den heißen Kohlen niederwirft. I mean, if we apply the principle to us now, here Also in wenn our wir practice. diesen Prinzip zu uns hier in unserer Gruppe anwenden würden. Same points, right? When he says it is done. So Right. genau denselben Punkt hier, wo er sagt, es ist getan. So he throws down the censer, Hier wird das Weihrauchsgefäß niedergeworfen. and these are also these hot coals, right? Und das ist auch gleichzeitig dieser heiße Kohlen, die niedergeworfen wird. Okay. And when he throws them down, what happens here? Und wenn er sie niederwirft, was geschieht? In verse 5 it says, In Vers 5 sagt es, And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake, right? und ein Erdbeben. So we saw also in Revelation 16 there was this great earthquake, So in right? Offenbarung 16 haben wir bereits gesehen, dass es diese große Erdbeben It gab. also says it's voices, thunderings and lightnings. Es Right? sagt auch, es gibt seine Stimmen und Donner und Blitze. So let's go back to Revelation 16. So, lasst uns zurück zur Offenbarung 16 gehen, Just see the parallel here. um das parallel hier auch erkennen zu können. Let's read again verse 17 and 18. So, die Verse 17 und 18 ein weiteres Mal lesen. It says, And the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple
of heaven from the throne, saying, "It is done." And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake. Yeah, so here we see the exact same thing. Right? So hier können wir genau dasselbe hier aufgelistet. Okay, so therefore we can see, basically, it marks here the point when the seventh plague is poured out. So hier, wir können da sehen, es markiert den Punkt hier, wo die 7. Plage ausgegossen ist. And it's now when the coals are cast down into the earth. Right? Und es ist, wenn diese heißen Kohlen zu der Erde niedergeworfen werden. This would typify it, right? Yes. Also dies hier werde das vorausschauen. Okay, and now keep your finger here in Revelation 8. Also halte den Platz hier in Offenbarung 8 Now let's go to Ezekiel 43. und geht zum Hesekiel 43. Let's read it, the verses 1 to 3. Und wir lesen die ersten 3 Versen. It says, "Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision, which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city." So this vision that he sees is now compared to the vision that he had when he destroyed the city. Right? So, diese Vision hier, die er hatte, wird verglichen mit der Vision, die er hatte, als er kam, um die Stadt zu zerstören. And now it goes on to say, Und es sagt weiter, "And the visions were like the vision that I saw by the river Chiva, and I fell upon my face." So, and it's also likened unto which other vision? und es wird verglichen mit welcher weiteres Vision? Chapter 1, right? The vision Kapitel at 1. Shiva. So, bei den Fluss Keba. Okay, so in what vision is like the vision of chapter 1? Und welche Vision ist gleich wie der Vision von Kapitel 1? Chapter 10. Chapter 10, right? Kapitel 10. So let's go now to Ezekiel chapter 10, So, lasst uns zu Hesekiel 10 aufschlagen. because he said it was the vision when he came to destroy the city. Denn er sagte eben, es war derselbe Vision, wie er kam, um den Stadt zu zerstören. Okay, so let's go to Ezekiel 10. So, Hesekiel 10. Let's begin in verse 1 and read down to verse 2. Und wir lesen die Verse 1 und 2. It says, "Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight." So what can we see here in verse 2? So, was können wir hier im Vers 2 sehen? Christ casting the coals across the city. Yes, So, Christus, der diese heiße Kohlen über den Stadt verteilt. that's the vision where the city is destroyed. Right? Das ist die Vision, wo die Stadt zerstört wird. And it's the same illustration as in Revelation 8, Und right? es ist dieselbe Darstellung wie in Offenbarung 8. When Christ cast down these hot coals upon the earth. Als Christus diese heiße Kohlen auf die Erde niederwirft. Because the destruction of Jerusalem typifies the Weil die Zerstörung Jerusalems schattet was? the Destruction of the cities. destruction of the city and the destruction of the world. Right? Die Zerstörung der Städte und letztendlich die Zerstörung der Welt. That quote we read in Greek Die Welt. controversy about Revelation 16 says the cities are laid low. She says it specifically. Also in dem Zitat von Großen Kampf, Ellen White spricht über die Städte. Sie sagt, die Städte werden... No, about Revelation 16. Okay. Sie spricht über Offenbarung 16 und sie sagt, die Städte werden niedrig gelegt werden. Yes. So here in Ezekiel 10 we could see what city was it speaking about in Ezekiel 10? So in Hesekiel 10, über welche Stadt sprach es? Jerusalem. Right? Über Jerusalem. So Jerusalem. It's destroyed. So
So, Jerusalem wird zerstört. And it's these hot coals that come from heaven, right? Und das sind diese heißen Kohlen, die vom Himmel herabfallen. Okay, so let's go back to Revelation 8. So, lasst uns zurück zur Offenbarung 8 gehen. Kann man nicht sehen? Okay. Besser? So, Revelation 8, and let's read now. So it's interesting, right? Because in verse 5 marks this point when he says it is done. So, Offenbarung 8. Und was interessant ist, ist in Vers 5, es markiert diesen Punkt hier, wo er sagt, es ist getan. And now verse 6 says, Und Vers 6 sagt, and the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound. So, right here, the seven angels begin to sound, right? so gerade hier an diesem Punkt, die 7 Engel fängen an zu erschallen oder zu posaunieren. Okay, so here you have the seven trumpets. So, hier markieren wir die 7 Posaunen. Okay, and we went through the trumpets a little bit this morning, right? Und die Posaunen haben wir heute Morgen etwa angeschaut. Okay, so the first 4 trumpets, Brother Mark showed, they're basically one thing, right? So, die ersten 4 Posaunen, wie Bruder Mark uns heute Morgen gezeigt hat, sind im Grunde eine Sache oder So ein Ereignis. let's read verse 7. So, Vers 7. It says, the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up. So, so here, when the trumpets now begin, what is cast down? So, hier, wenn die Posaunen fängen an zu erschallen, was ist niedergeworfen? Yes, the hail and the So, fire. Hagel und Feuer. Okay, and we understand the first 4 trumpets were speaking about Und wir verstehen, dass die ersten 4 Posaunen sprachen über the barbarians, right? die Barbaren. So, and they typify the activity of the south. Und Right? sie schatten die Aktivitäten des Südens dar. So that's the south. So, die sind das Süden oder So, Südmacht. we can see when the 7 trumpets begin here, the south will come up first. So, Okay? wir können sehen, wenn die 7 Posaunen hier anfangen, das Süden wird zuerst aufkommen. Because we saw, when we remind ourselves, keep your finger here, let's go to Exodus chapter 10. So, halte den Platz hier und geht zur 2. Buch Mose Kapitel 10, denn wir haben auch hier gesehen, And we looked at the eighth plague, und wir haben das 8. Plage angeschaut which were the locusts. und das waren die Heuschrecken. Okay, so let's read beginning in verse 13, and we can read down a little bit. So, wir fangen in Vers 13 an und lesen ein bisschen etwa herab. Actually, yes. Okay, let's read down to verse 15. Sogar bis Vers 15 It wollen wir says, And lesen. Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locusts. And the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the coasts of Egypt. Very grievous were they. Before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such. For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened, and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left. And there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the field through all the land of Egypt. So what did, according to verse 15, what did the locusts eat? So, gemäß Vers 15, was fraßen diesen Heuschrecken? The green things. All the green Also things, die grüne Sachen. Everything that the hail left. everything that the hail left. Amen. Also alles, was den Hagel überließ. Okay, so the hail comes first, right? So, das Hagel kommt zuerst, But then, afterwards, what the hail leaves over, now the locusts come. aber danach, was den Hagel überlassen hat, dann kommt die Heuschrecken auf. And we understand the locusts are then
these other trumpets, right? Und wir verstehen, dass die Heuschrecken sind diese andere Posaunen. Which is then the East or Islam. Und Right? das ist das Osten oder Islam. So that's basically Antifa, Black Lives Matter, and all these guys. So den Süden ist Antifa oder Black Lives Matters und all die solchen. That's radical Islam. Und das Osten ist das radikales Islam. Okay, so and therefore we can see when we arrive here at this point, there will be suddenly this great calamity going on. Okay. So, deswegen können wir sehen, dass wenn wir hier an diesen Punkt ankommen, es wird diese riesige Ereignissen stattfinden. There will be some sort of civil war. Es wird eine Art Bürgerkrieg geben. And once this is done, then Islam will also strike. Und nachdem dies ihr Werk getan haben, dann wird das radikales Islam zuschlagen. Okay, so and this is in this time here where these 7 trumpets will sound. Und dies alles in diese Zeitperiode hier, wo diese 7 Posaunen erschallen. Okay, and we understand this is also typified by 9/11. Right? Und wir verstehen, dass diese Wegmarke ist vorausgestattet durch den 11. September. So, and at 9/11, what was attacked there? So, was würde denn am 11. September angegriffen? Yes, Military and Economic. this was the World Trade Center. Okay, Also es war das Welthandelszentrum. okay, so let's go to It was the Ezekiel. military and the ship and the economics that was attacked. Yes, Also es war das Militär und aber auch das Wirtschaftszentrum des Welts angegriffen. yes, the Pentagon was the military headquarter, right, and World Trade Center was the economic. Also das Pentagon war das Militärhauptzentrum und der Welthandelszentrum natürlich die Wirtschaft des Weltes, die beide angegriffen Okay, wurden. I want to now focus on the World Trade Center first. Okay, Aber ich möchte zuerst unserem Augenmerk auf das Welthandelszentrum richten. so let's go to Ezekiel 27. So lasst uns zu Hesekiel 27 gehen. So let's read verse 1 and 2. So lasst uns zuerst die Versen 1 und 2 lesen. It says, The word of the Lord came again unto me, saying, Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyrus. Okay, it speaks about Tyrus here. So spricht hier über Tyros. And now verse 12. Und jetzt Vers 12. Tarshish was thy merchant, by reason of the multitude of all kinds of riches, with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs. And then how many merchants are listed here? Also wie viele Handelsleute werden hier aufgelistet? 10. 10. So what is it describing? So was beschreibt das hier? The conglomerate of the 10 kings. It's, Also das Zusammenhalt von den 10 Königen und was hast du The gesagt? World Trade Center. Also der Welthandelszentrum. yes, the World Trade System here, right? Also hier ist der Welthandelssystem aufgelistet. The 10 merchants are the world finance and world trade system. Also diese 10 Handelsleute hier stellt die Weltfinanzsystem, also die Welthandelssystem dar. And now let's go to verse 26. Und jetzt Vers 26. It says, Thy roarers have brought thee into great waters. The east wind hath broken thee in the midst of the seas. So who's punishing here now? So wer bestraft hier jetzt? The east wind, right? Das Ostwind. Okay. It's just to confirm, Yes. to give you more strength to what you're saying. Yes. Sister White does that quote. She says, when those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1-3 will be fulfilled. Also Ellen White sagt in der Zitat, also wenn diese großen Gebäude in New York niederkommen, dann Offenbarung 18, 1-3 wird erfüllt. And then when you go to Revelation 18, you read all exactly what you read here. Und dann in Offenbarung 18, dann liest du genau dasselbe, was wir hier gerade lesen. The mariners. Yes. So über den Handelsleute und den So Seeleute. this is a fulfillment of
great buildings in Revelation 18, 1 to 3. So, dies hier ist eine Erfüllung von diesen großen Gebäuden in Offenbarung 18, 1 bis 3. That's very nice. Okay, so here in verse 26, so everybody understood the point Brother Mark made? So, konnte jeder verstehen den Punkt, den Bruder Mark gerade machte? No? Okay. Nein? So then, let me just summarize it quickly. So, lass mich das schnell zusammenfassen. As Sister White said, when the great, she has this quote in Life Sketches 411, right? So, in Live Sketches 411, She says, when the great buildings in New York come down, wenn sie sagt, dass wenn diese großen Gebäude in New York niederkommen, then Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled. dann wird die Schriften Offenbarung 18, 1 bis 3 erfüllt werden. So when did the great buildings in New York come down? So, wann sind diese großen Gebäude in New York City niedergekommen? 9/11, right? 11. September. Okay, but we understand 9/11 was just a type for this. Aber wir Okay. verstehen, dass 9/11 war nur ein Typus. But still, the principle was fulfilled. Aber nichtsdestotrotz, Just das Prinzip würde erfüllt. So when you keep your finger here in Ezekiel 27 So, wenn wir hier unseren Platz in Hesekiel 27 halten and turn to Revelation 18, und geht zur Offenbarung 18, so Revelation 18, 1 to 3 is here with Babylon is fallen, and all these things, right? so Offenbarung 18, 1 bis 3 spricht hier über Babylon ist gefallen. But then it speaks also, the chapter speaks about the plagues that come now upon Babylon, right? Aber die Kapitel spricht denn weiter über die Plagen, die über Babylon kommt. Okay, so let's read now verse 9 So lasst uns jetzt Vers 9 lesen, and to 11. die Verse 9 bis 11. It says, and the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour is thy judgment come, and the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth the merchandise anymore. So who's weeping and lamenting over her? So wer heult und wehklagt über Babylon? Yes, the kings and the merchants, right? Also die Könige und die Kaufleute. And jump down to verse 15. Und jetzt lesen wir Vers 15. It says, the merchants of these things, which were made rich by her, shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing. So it's again speaking about the merchants here. So spricht wieder über diesen Handelsleute. And then verse 18. Dann Vers 18. And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city? So they say, What city is unto this great city? So die sagen, welche Stadt ist wie diese große Stadt? So let's go now back to Ezekiel 27. So lasst uns zurück zu Hesekiel 27 gehen. And there you can also see how the merchants are now wailing and weeping because Tyrus is destroyed. Und hier können wir auch sehen, wie diese Handelsleute heulen und wehklagen, weil Tyros zerstört würde. Ezekiel 27. Hesekiel 27. And let's read now verse 32. Und jetzt lesen wir Vers 32. And it says, And in their wailing they shall take up a lamentation for thee and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea? Yes, it's because we understand Revelation always takes from the Old Testament, right? Denn wir verstehen, das Buch Offenbarung ist aus des Alten Testament entnommen. So, and then it says also in verse 33, Und es sagt auch weiter in Vers 33, When thy wares went forth out of the seas, thou fillest many people, thou didst enrich the kings of the earth with a multitude of thy riches and of thy merchandise. So here we have, like in Revelation 18, the merchants and the kings that got enriched by Tyrus. so hier genauso wie in Offenbarung 18 sind die Handelsleute und die Könige, die durch Tyros bereichert worden sind. Yes, everybody sees the parallel? Kann jeder diesen Parallelgleichnis Okay, sehen? Revelation 18 is a parallel to Ezekiel 27. So Offenbarung 18 ist ein Parallel zu Hesekiel 27. So when Revelation 18 was fulfilled in principle on 9/11, So wenn Offenbarung 18 im Prinzip
am 11. September erfüllt würde, what else was fulfilled in principle then? was war noch erfüllt im Prinzip? Ezekiel 27. Right? Hesekiel 27. Okay, so, and we see Ezekiel 27 speaks about the punishment by the east wind. Und hier können wir sehen in Hesekiel 27 die Bestrafung durch das Ostwind. But also when we turn now to verse 34, Aber auch, wenn wir jetzt zu Vers 34 gehen, in the time when thou shalt be broken by the seas, in the depths of the waters, thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall. So who else is punishing here? so wer noch bestraft hier? The nations. Yes, the seas, right? Also die See oder den Meer, So which is the south. was das Südmacht ist. So also here we see basically these two powers in activity. So Okay. hier können wir auch sehen, diese zwei Mächten, die aktiv hier sind. So what can we then infer with respect to 9/11? So, was können wir denn in Bezug auf 11. September suggestieren? The communist left has something to do with it Yes, also. amen. Dass die kommunistische Linke oder den Südmacht was damit zu tun hatte. That's the conspiracy theory side, Yes. where all those things came from. Yes. So, Ja. das ist der Verschwörungstheorie, thank you. Gedanken, wo all diese Sachen herkamen. So the globalists were behind it and radical Islam was behind it. Okay. Also die Globalisten und die... Who else did you say? Radical Islam. Achso, thank you. Sorry. Die Globalisten und radikales Islam waren dahinter. Okay. So and therefore the same will be again. That the south and the east will be part of this punishment here when this comes. Okay. Und dasselbe, wenn dies hier auftretet, wird dasselbe wird geschehen, wenn dies hier auftritt. Yes. Sorry. The south and the east will be part of this punishment. Okay. Die Süden und das Osten wird ein Teil von dieser Bestrafung ausgießen. Yes. Okay, but in this time, I don't know if the globalists will be this south, but rather those people here. Okay. Aber in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es die Globalisten werden, die hier einen Anteil dran haben, sondern eher diese Leute hier. Okay. So Yeah, I don't, just thinking about that. But anyway, we can look closer at that. Also das können wir näher anschauen. yes. I mean, the globalists in this time are also totally in support of these, right? They were financially backing them Yeah, but and that's bringing not them. the point. They're a punishment against them also. Yes. Ja, okay. Also die Globalisten haben die unterstützt hier, aber Bruder Matt sagt, das ist nicht der Punkt, weil die Bestrafung kommt auch auf die hier. In dieser Zeit. Because we could see, right, when Biden got elected, who rose up against him. Denn wir konnten sehen, dass wenn Biden Or gewählt würde, als er eingeschworen war, wer ist aufgekommen gegen ihn? Antifa. Das war Antifa. Yes. So in this sense, they would fulfill this southern part in our time. So in diesem Sinne, sie werden diesen Südanteil hier in unserer Zeit erfüllen. Okay. So everybody can follow so far. So kann jeder soweit folgen? Good. So let's read this. Okay. Before we go there, let's go back to Revelation 8. So lasst uns wieder zurück zur Offenbarung 8 gehen. Because we saw in verse 5 that Christ was throwing down these hot coals from fire, Denn from heaven. Vers 5 haben wir gesehen, dass Christus diese heiße Kohle von Himmel her auf die Erde warf. And also in Ezekiel 10 we saw it was these hot coals on Jerusalem, right? Und auch in Hesekiel 10 haben wir gesehen, dass diese heiße Kohlen auf Jerusalem geworfen waren. Okay. And who destroyed Jerusalem? Und wer hat Jerusalem zerstört? The North. All right answer, but not the answer I'm looking for. Also Babylon, Rom und das Norden, würde gesagt, die sind alle richtige Antworten, aber nicht der Antwort, die ich gesucht Well, habe. Satan, but Satan. Yes. Also es war im Grunde Satan. Okay. So Satan was the one who destroyed
Jerusalem. Right? Also Satan war derjenige, der Jerusalem zerstörte. And now let's read here verse 10. Und jetzt in Offenbarung 8, lasst uns Vers 10 lesen. It says, "And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter." Okay, so who falls down here? So, wer fällt oder wer stürzt herab hier? Yes, it's this great star, Das right? ist Satan, dieser große Stern. So, and we understand when Jesus says it is done, Und wir verstehen, dass wenn Jesus sagt, es ist getan, he also says it is finished, right? er sagt auch, es ist vollbracht. And what happened when he says it is finished? Und was geschah, als er sah, es ist vollbracht? Satan was cast out of heaven. Satan wurde aus dem Himmel gebannt. So he's getting now cast out of heaven, So, er wird aus dem Himmel gestoßen hier. and basically, because he's the one that destroyed Jerusalem, right? Er war derjenige, der Jerusalem zerstörte. So he's these hot coals coming down from fire to destroy Jerusalem. So, er ist dieser heiße, brennende Kohlen, die herabkommen, um Jerusalem zu zerstören. Let's remind ourselves. Let's go to Isaiah 14. Lasst uns zur Erinnerung Jesaja 14 aufschlagen. Let's read verse 12 and 17. Vers 12 und 17 wollen wir lesen. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Now verse 17. Vers 17. "That made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners." So he's the one who destroys the cities. Right? So, er ist derjenige, der die Städte zerstört. So now we can read the quote that I posted in the livestream group. So, in den Livestream war ein Zitat gepostet worden und das wollen wir jetzt lesen. Okay, everybody there? Jeder da? It says, "The enemy has worked, and he is working still. He is come down in great power, and the Spirit of God is being withdrawn from the earth. God has withdrawn his hand." So when does God fully withdraw his hand? So, wann zieht Gott vollständig seine Hand zurück? Yes, seven last plague. Die When he sieben says letzten it Plagen, is done. wo Right? er sagt, es ist getan. Okay, so and now he says, Und jetzt sagt es weiter. we have only to look at Johnstown in Pennsylvania. He did not prevent the devil from wiping that whole city out of existence. So who wiped this whole city out of existence? So, wer hat diesen Stadt außer Existenz zerstört? Satan, right? Satan. "And these very things will increase until the close of this earth's history, because he has come down in great power, and he works with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. What is he doing? Going about like a roaring lion, seeking whom he may devour. And when he sees those who are resisting the light, and that God does not shelter them, he will exercise his cruel power upon them. This is what we may expect." Okay, so from this quote we can see this principle that when the Lord withdraws his protection, Satan, he will destroy these cities. Okay. So, von diesem Zitat können wir im Prinzip sehen, dass wenn der Herr seinem Schutz entzieht, dass Satan diese Städte darin zerstören wird. Okay. And he will use the south and the east. Okay. Satan wird den Süden und den Osten dafür benutzen. So this is what we can clearly see, and we are on the way approaching this very time. Okay. Und dieses, was wir klar sehen können, und wir sind auf dem Weg, genau diesen Punkt annähern. So soon we will witness how Satan will be permitted again to basically use his satanic powers to punish certain cities. Okay. So bald, wir werden Zeugen werden, wie Satan erlaubt wird, seine satanischen Macht zu benutzen, um
einige Städte zu bestrafen. Amen. Amen. Everybody could follow? Konnte jeder folgen? I mean, there's this, I think it's this town that just got swallowed up. Johnstown, ja. I think it's this town, got swallowed up completely. The earth just swallowed it up. Also ich glaube, diese Stadt, die hier in diesem Zitat erwähnt würde, diese Johnstown, es würde vollständig von der Erde verschlungen. And that's what happened to this false prophets, Korah, Dathan, and Abiram. The earth swallowed them up. Und das war dasselbe, was mit diesen falschen Propheten Korah, Dathan und Abiram geschah. Die Erde machte seinen Mund auf und verschlung sie. And it also marks this at the end of the 1260. The earth swallows it up. Und das ist auch markiert am Ende der 1260, dass die Erde es verschlungen hat. And you can see all across the earth these sinkholes, they call them, just appear. And they don't get, the Lord has given them a little taste of what's coming. Und man kann das über die ganze Erdkreis sehen. Das heißt in Englisch diese Sinkholes. Das sind im Grunde plötzlich, wo das Erde in ein Riesenloch fällt. Es ist einfach ein Loch in der Erde. Und die Menschen begreifen nicht, dass der Herr ihnen einen kleinen Vorgeschmack gibt von das, was kommt. Okay, so I hope that this was of help, that we can see this now more clearly, what we looked at this morning, and also have some more further added thoughts to it. Und ich hoffe, das war hilfreich für jeden, in dem Sinne, dass wir noch eine klarere Sicht sehen können von das, was wir heute Morgen studiert haben und auch die ein oder der andere Punkt da That hinzugefügt. when the Lord says here it is done, Dass wenn der Herr sagt, dass hier es ist getan, there will be this earthquake. es wird dieses Erdbeben geben. And the earthquake, what does it illustrate Und again? was stellt ein Erdbeben dar? Political Yeah, upheaval. political upheaval. Also politisches Aufbegehren oder Aufbegehren, Aufruhr. Aufkommen. Yeah. And we understand also that's the French Revolution in the sense when it's fully manifested. Right? Und wir verstehen, dass das die französische Revolution ist, wenn es vollständig manifest ist. Yeah. And then the cities will fall, Also die Städte werden fallen. and this hail, the south comes, Also dieser Hagel, was den Süden ist, wird hier kommen. and which is also then illustrated by these hot coals. That's basically Satan coming down from heaven. Und das ist dargestellt von diesen heißen Kohlen, was letztendlich Satan ist, der vom Himmel And herabkommt. whatever the hail left over, Und was auch immer diesen Hagel übrig ließ, the locust will destroy, will eat up. Right? die Heuschrecken werden zerstören oder auffressen. And 9/11 was like a small measure of what is coming upon these cities. Und 11. September war nun mal nur ein kleines Maß von dem, was über diesen Städten kommen wird. So yeah, we need to get ready, brothers and sisters. So, liebe Geschwister, wir müssen uns vorbereiten. Amen. Amen. Okay, then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.